Willkommen bei der Sendung «Geld» und guten Abend. Die Coronakrise hat nicht nur unseren Alltag und unser Arbeitsleben auf den Kopf gestellt, sondern auch unsere Art, wie wir im Laden zahlen, stark verändert. Digitale Zahlungsmittel haben plötzlich stark an Bedeutung gewonnen und Bargeld hat an Beliebtheit verloren, weil die Leute befürchten, dass sie sich an der Not oder Münzen anstecken könnten. Dafür sind alle Arten von Karten, aber auch Zahllösungen wie ein Smartphone, wie Apple Pay oder die Wind stark auf dem Vormarsch. Kontaktloses Zahlen ist jetzt wegen der Coronakrise bei einer breiten Bevölkerungsschicht erst richtig angekommen, wird aber unser Zahlungsverhalten auch nach der Krise stark beeinflussen. Welches sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Zahlungsmittel? Wird das Bargeld bald ganz verschwinden und welche Gebühren fallen bei den unterschiedlichen Zahlungsformen an? Ich begrüße jetzt den Sandro Meienhofer, Teamleiter Privatkunden bei der acrevis Bank Gossau. Ja, bei der Karte unterscheiden wir zwischen Debit- und Kreditkarten. Welche Karte ist für welchen Zweck sinnvoll? Der Hauptunterschied von diesen Karten ist in der Belastung vom Geld auf dem Konto. Bei der Kreditkarte ist, wie es der Name schon sagt, da tut man Transaktionen auf Kredit abwickeln. Da wird alles auf der Kreditkartenabrechnung gesammelt und Ende Monat dann auch erst am Bankkonto belastet. Im Unterschied zu der Debitkarte, wo jede Transaktion direkt am Bankkonto belastet wird. Wir empfehlen die Debitkarte vor allem für den Bargeld Bezug, sei es im In- oder im Ausland, und Kreditkarten für alle anderen Zwecke. Vor allem für die Internet-Einkäufe, für die Smartwatch, für die Apps, die man haben kann und auch für den Einsatz im Laden. Weil je nach Kreditkartenanbieter hat man dort noch verschiedene interessante weitere Dienstleistungen inbegriffen, wo man bei jeder Transaktion profitieren kann. Jetzt kann man mit der Kredit- und mit der Debitkarte eben auch kontaktlos zahlen. Welche Gebühren fallen da dabei eigentlich an? Das kontaktlose Zahlen an sich ist immer kostenlos. Also die Funktion, dass man es herheben kann. Man muss dort bei jeder Kreditkarte wieder für sich selber schauen, welche Gebühren für die Transaktion das anfallen. Und dort tut man am geschicktesten mit der Kreditkartenfirma oder mit seiner Bank Kontakt aufnehmen. Im Grundsatz und bei den meisten Karten ist es für den Schweizer Konsumenten so, dass die kostenlos sind. Mächtig zugelegt haben auch so Zahlungs-Apps wie Apple Pay oder eben auch die Wind. Für welchen Zweck sind die sinnvoll und was sind da die Gebühren? Das ist vor allem für die Leute sinnvoll, die vielfach oder etwa die mal ohne Portemonnaie wollen oder unterwegs sind und gleich möchten flexibel sein. Weil das Nachteile oder auch Mobile, also die Smartwatch hat man ja immer dabei oder fast immer und man kann dort überall dort zahlen, wo man auch mit der Karte könnte zahlen. Die Wind hat den grossen Vorteil, dass man dort dann auch mit den Kollegen Geld hin und her transferieren, ohne dass man Kartennummern oder Kreditkarten oder sonst irgendwelche Kontonummern muss austauschen muss. Und diese Zahlungslösungen sind für den Schweizer Konsumenten in der Regel auch kostenlos. Bargeld hat in der Krise einen schlechten Ruf bekommen. Allerdings hat auch das digitale Zahlen einen Nachteil. Wer nur noch elektronisch via Karte oder Smartphone zahlt, gibt damit wertvolle Daten von sich preis. Man kennt es bereits aus dem Internet. Wenn man nach etwas gesucht hat, geht es nicht lang und man bekommt in einem völlig anderen Zusammenhang intensiv Werbung für genau diesen Suchbegriff. Dank dem elektronischen Zahlen wird der gläserne Bürger Realität, weil jede Transaktion nachvollziehbar ist und kommerziell nutzbare Daten hinterlässt. Ja, dank dem elektronischen Zahlen wissen die involvierten Firmen, wer hat was, wann, wo, wie konsumiert, gekauft. So hinterlässt man sehr viele Daten. Wie kann man seine Privatsphäre schützen? Diesbezüglich gibt es auch den Datenschutz, der auch hier sehr, sehr ein wichtiges Thema einnimmt. Und bei einer seriösen Firma, Kreditkartenfirma oder auch Bank muss man sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Wo muss man aufpassen, und das ist ganz wichtig, wenn man die Sachen installiert auf dem Nachteile, dann gibt es immer wieder die Frage, ja, erlauben Sie den Zugriff auf Kontakt und auf die Fotos und auf den Standort. Und dort muss man ein bisschen vorsichtig sein, wo dass man überall eine Erlaubnis gibt. Man muss sich aber auch wieder klar sein, wenn man einen Dienst will, zum Beispiel, ich will einen Coupon bekommen von einer Firma, wo ich gerade in der Nähe bin oder immer wieder dort Zahlungen tätigen, dass man dort einen Rabatt bekommt. Dort muss man den Datenschutz natürlich schon lockern, weil sonst könnten die das ja gar nicht anbieten. Und darum am gescheitsten immer bei den Einstellungen aufpassen, für was man die Erlaubnis gibt und vielleicht einmal je nachdem die Erlaubnis nicht geben, weil im Nachhinein könnte man das in den Einstellungen immer noch aktivieren. Kontaktloses Zahlen ist sehr bequem. Wird darum Bargeld bald verschwinden? Ich glaube es nicht. Also Schweden und die anderen skandinavischen Länder, die sind da sehr stark Vorreiter und die haben schon sehr, sehr viel transaktionslose, also
bargeldlose Zahlungen. Wir in der Schweiz sind hier nur etwa im Mittelfeld und darum glaube ich nicht, dass wir das Bargeld schon gleich mal loswerden, weil bei uns hat es noch sehr einen hohen Stellenwert und jedes Zahlungsmittel hat seine Vor- und Nachteile. Ich denke, der Konsument darf am Schluss immer noch selber entscheiden, für wen er sich dann entscheiden will, wie er will zahlen. Und darum glaube ich, das Bargeld wird uns noch länger begleiten, aber es wird immer ein bisschen mehr abnehmen. Ferien werden in diesem Sommer, im Corona-Jahr 2020, schwierig. Die Reisemöglichkeiten sind nach wie vor begrenzt. Welches sind trotzdem sinnvolle Reisezahlungsmittel? Ich empfehle immer einen Mix aus verschiedenen Zahlungsmitteln, sei es jetzt für Ferien oder auch sonst, wenn man in der Schweiz unterwegs ist. Zum einen einmal ein bisschen Bargeld für kleinere Ausgaben oder auch mal Trinkgelder, die man geben möchte. Dann zum anderen würde ich immer eine Debit- und eine Kreditkarte mitnehmen, weil es kann mal sein, dass die eine Karte nicht akzeptiert wird oder dass sie nicht funktioniert. Und dann würde ich immer eine Notfallkarte dabei haben, vor allem auf Reisen, wie zum Beispiel die Travelkarte von Swissbanker, wo man dann aber nicht im Portemonnaie hat, sondern allenfalls im Necessaire oder sonst irgendwo versteckt. Weil wenn das Portemonnaie mal abhanden kommt, kann man so auch immer noch eine Zahlung machen und steht nicht gerade mittellos dort. Ich denke, wenn wir diese Tipps dort berücksichtigen, dann kann man die Ferien aus finanzieller Sicht sicher geniessen, egal wo die werden stattfinden in diesem Jahr. Danke vielmals, Sandro Meienhofer. Das erste Halbjahr 2020 werden wir alle nie vergessen. Die Coronakrise geht in die Geschichtsbücher ein und hat unser Leben verändert und die Wirtschaft schwer belastet. Noch brauchen wir viel Geduld und auch an der Börse kommt es immer wieder zu Turbulenzen. Wo steuern wir im zweiten Halbjahr hin? Ab wann wird die Erholung der Wirtschaft möglich? Welche Anlagen, Möglichkeiten versprechen in der zweiten Jahreshälfte Sicherheit? Wo ergeben sich neue Chancen? Antworten und Tipps erfahren Sie das nächste Mal wieder hier bei uns im Geld. Einen guten Abend.